Kisa aus dem Off hier. Ich wollte euch mitteilen, dass jetzt jeden Donnerstag 14 Uhr eine neue Festival Reaction auf meinem YouTube-Channel online kommt. Wenn ihr Bock drauf habt, abonnieren, die Glocke anmachen, Daumen nach oben für dieses Video und einfach vielleicht einen Kommentar da lassen, welches Festival Reaction Video ihr euch noch gerne wünschen würdet. Ich kann nur so viel sagen, es kommen ein paar Wish Outdoor Reactions noch online. Natürlich gibt es auch noch die Power Hour und das Spotlight von der DEFCON aus diesem Jahr. Aber falls ihr noch andere Wünsche habt, einfach in die Kommentare da lassen. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer für das Video. Ich habe diese Reaction aufgenommen, kurz nachdem wir uns die Endshow von der DEFCON aus dem Jahr 2024 angeschaut haben. Das heißt, ja, da habe ich noch nicht ganz so viel, vergleiche jetzt auch mit anderen Festivals und beziehe mich deswegen auch die ganze Zeit auf die DEFCON Endshow aus dem Jahr 2024 und dem Intense Festival aus 2025. Nur damit ihr Bescheid wisst. In dem Sinne, ganz viel Spaß mit dem Video. Captured and guarded in our core. Aber auch hier merkt man doch ja schon von Anfang an, wie krass ein Festival an vor allem so diese Endshows an Qualität gewinnen, wenn du einen geilen Sprecher hast. Der erinnert mich ein bisschen an den von DEFCON 1. Auch ähnlich geile Stimmlage dafür. Mega episch. Immer noch ein riesen Manko an Intense. Der Sprecher ist es einfach nicht. Wow. Wie man immer mehr von diesem Bühnenbild erst sieht. Eternal frequency, echoing through time and space. Ich finde, das hat schon einen ziemlich geilen Anfangstrack, weil es so ein bisschen, das macht so eine kleine Stimmungskurve am Anfang. Ich fand, das DEFCON-Video ist so direkt richtig hart reingestartet. Hat mir nicht ganz so gefallen. Ich mag es irgendwie, wenn du so ein bisschen so in Watte gebauscht in diese Endshow reingetragen wirst und ähnlich auch wieder rausgetragen wirst, dass es nicht am Ende auch zu hart abcuttet, sondern du nochmal so einem epischen Outro irgendwie rausgelassen wirst aus dem Ganzen. Schauen wir mal, ob die das so machen. Mit ein bisschen Vorspiel, genau, und ein bisschen Nachspiel. Nur der Höhepunkt ist doch langweilig. Engineers lead the way to synchronicity of sight and sound. The ultimate blend of harder styles. Oi. Hey, wie cool. Wackelt die Kamera, weil es im Cut so nachbearbeitet wurde? Oder wackelt sie, weil diese Feuerwerke solchen Wumms haben? Ich frage mich, ob das ein Special Effekt extra ist. Oha, wie hübsch. Wie so ein Uhrwerk oder wie so eine kleine Kirche, die irgendwie auf diesem Berg steht. Voll schön. Oha! Wie kunstvoll. Wow.
Richtig kunstvoll. Könnte so gefühlt ein Skyline, Frankfurter Skyline sein. In der Nacht. Steht da ein kleiner Eiffelturm gefühlt? Haben die dort einen kleinen Eiffelturm hingebaut? What the fuck? Crazy. Das ist am Meer? Also bisher, also wir haben jetzt erst nur den Start davon gesehen, finde ich den Start von den dreien, die wir jetzt gesehen haben, also von Intense 2025, von Defcon 1 24 und jetzt Decibel 24, finde ich das fast das Krasseste. Also klar, Defcon 1 ist so vom Wow-Faktor vielleicht beeindruckender, also das ist so, das hat eine größere Wucht, aber ich finde das hier irgendwie voll schön. Es ist so irgendwie mit voll viel Emotion und so voll kunstvoll. Ich habe das Gefühl, die Leute, die das designt haben, hatten einfach so viel Lust auf dieses Design, dass auch das Feuerwerk hinter dem See irgendwie stattfindet. Also in der eigentlich anderen Richtung, wie die Bühne steht, finde ich irgendwie auch total faszinierend. Es ist nicht nur so komprimiert nur auf die Bühne orientiert. Wobei Defcon das ja auch ähnlich war. Die hatten ja auch diese seitlichen Feuerwerke. Ja, okay. Okay, das ist ein krasser Kontrast. Aber irgendwie auch witzig. Das finde ich bisher noch ganz gut. Ich glaube, das macht richtig Laune. Das ist absolut noch in dem Bereich, wo ich sage, ich glaube, das macht dann noch richtig Laune. Das sind noch so Takte, wo man irgendwie noch mit sich gut bewegen kann. Ist irgendwie ein nicer Übergang von was irgendwie voll fast Sentimentalem zu ein bisschen was Humoristischem. Finde ich eigentlich bisher noch ganz gut. Wenn es jetzt gleich nochmal eine Schippe extremer wird, gucken wir mal. Wie viel die mit diesem Bühnenbild spielen, mit den Funkeln, das ist richtig hübsch gemacht. Kiss the sound that pounds your senses. Das sind nice Töne. Das ist ein Vibe, den ich mag. Das wäre ein Track, den könnte ich mir auch vorstellen, tatsächlich privat zu hören, in Situationen, wenn er so bleibt. Oder in die Richtung geht. Doch, dann fühle ich. Doch, der Trick ist gut. Die würde zu 100% Defcon 1 2013 gefallen. Das sind so richtige Oldschool-Sounds. Ich meine, falls ihr sie sehen möchte, die Reaction dazu, ihr könnt ja mal in den Kommentaren das da lassen und schreiben, ob ihr Lust drauf habt. Defcon 1 2013.
Frage, sind diese Cuts, sind die Realtime-Cuts? Oder ist das quasi ein Cut für das Endshow-Video? Weil das finde ich zum Beispiel jetzt auch einen sehr harten Cut von dem hier zu... was melodisch irgendwie gar nicht mehr dazu passt. Ist ja auf jeden Fall sehr angenehme Musik. Oha, das sind... Warte mal, was sind das für... Wie machen die das? Die machen das, glaube ich, einfach mit blau-roten Scheinwerfern, ne? Das sieht richtig cool aus. Das sieht richtig cool aus. Aber die Feuerwerke sind crazy. Die sind die bei Defcon waren natürlich krasser von der Größe her, aber die haben hier, finde ich, eine höhere Ästhetik. Oder ist das jetzt nur, weil es mir jetzt da bewusster auffällt? Aber ich hatte das Gefühl, bei Defcon hatte man eher halt einfach Feuerwerk, was einfach da war. Und hier haben die wirklich richtig schöne, unterschiedliche... Vielleicht fällt es aber bei Defcon nicht so auf, weil die einfach so viel haben. Man weiß gar nicht, wo man hinguckt. War schon crazy. Ich habe schon das Gefühl, ich weiß nicht, ob das generell so dazu trifft und die Leute, die es vielleicht sich besser mit Festivals auskennen, können es ja gerne mal dazu sagen. Ich habe fast das Gefühl, es ist fast so wie so das Disney-Festival unter den ganzen Festivals. So die anderen, würde ich sagen, gehören dann halt einfach zu den anderen wie Filmgenren und das ist irgendwie gefühlt das Disney davon. Das Schloss, ähnliche Bühnenbild und irgendwie, es ist eigentlich relativ soft und eher so hübsch gemacht alles. Es erinnert mich voll so einfach, als wäre es nur ein Disney-Festival. Ist schon sehr nice, ne? Für das es ist schon relativ klein, oder? Also Defcon war ja, ich weiß jetzt nicht, ich kann es nicht in Zahlen oder in Metriken irgendwie fassen, aber bestimmt 5-mal so groß. Dafür finde ich es schon sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob sogar Intense nicht sogar größer war. Also ich muss sagen, je mehr ich von den anderen Videos sehe, desto schlechter finde ich Intense. Also Defcon ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als Intense, aber jetzt bei Decibel das zu sehen, würde ich sagen, da stinkt Intense auch ganz schön ab dagegen. Auch irgendwie cooler. Das ist auch ein cooler Track. Ja, okay, dann bekommt ihr etwas härteren Tönen. Aber das geht noch.
Das sind schon härtere Töne. Junge. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es jetzt nicht so krass rüberkommt oder ob es auch daran liegt, dass ich mich vielleicht ein bisschen weiterentwickle. Ich finde es nicht mehr unaushaltbar. Also ich weiß nicht, ob das Töne wären, wo ich am Anfang gesagt habe, auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es in der Lautstärke ist wie vor Ort, wenn du den Beat spürst, dass mich diese Lautstärke und diese Art von Melodie, sage ich jetzt mal, eher abschrecken würde, beziehungsweise das würde ich wahrscheinlich vielleicht eher kacke finden. Das wäre mir wahrscheinlich zu heftig, könnte ich mir schon vorstellen. Aber jetzt hier aus der Perspektive mit meinen Kopfhörern, In-Ear-Kopfhörern, sind jetzt auch nicht natürlich die besten, finde ich es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, Katastrophe. Du hast am Anfang selbst bei melodischen Hardstyle mich weggeleitet. Ich glaube, die Kettensägengeräuschen, die sehr schrill werden, das sind die Sachen, die mag ich gar nicht. Aber ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie man diesen Ton beschreibt. Diesen Gefühl, als würdest du auf hohle Kokosnuss klopfen. Töne, weil wenn man versteht, was ich damit meine. Das sind, glaube ich, so welche, die kann ich noch aushalten. Auch hübsch. Das Einzige, was es... Also hier mag ich zum Beispiel diese hohlen Kokosnusstöne auch nicht. Aber bei dem Song wird zumindest das gerettet, indem der Hintergrund, dieser melodische Hintergrund so angenehm ist. Manchmal fehlt mir das bei so super harten Tracks, dass die Melodie irgendwie gefühlt untergeht, weil es nur noch Störgeräusche sind. Das finde ich bei dem sogar ganz nice. Weiß nicht, ob er da jetzt in meiner Playlist landen würde, aber finde ich gar nicht so scheiße. Das ist die Falle, die man immer wieder runterrutscht. Hardstyle bleibt nicht Hardstyle. Irgendwann findet man irgendwie Raw und weiter härter Sachen plötzlich doch geil. Ich habe damals auch nur Dubstep gehört und fand Raw absolut ekelhaft. Tja, kann wohl anders. Mal schauen, ob ich irgendwann das auch ganz rüber switche. Ich mag halt vor allem bei Songs generell eigentlich, wenn noch nicht nur melodischer Teil, sondern auch ein vokaler Teil mit dabei ist. Das fehlt mir manchmal an diesem Hardstyle-Raw-Teil, dass da viel halt nur melodische Lieder kommen oder halt auch sehr, sehr selektierte Stellen nur mit Stimmen irgendwie versehen sind. Das fehlt mir manchmal schon. Hier ist ab und zu mal ja ein paar Gesänge dazwischen, die mag ich dann auch einfach deswegen ganz gerne, die Tracks davon. Aber ich habe das Gefühl, hier sind weniger Handys zu sehen. Kann das sein? Guck das mal an. Hä? Es fällt mir gerade erst auf, wie viel weniger Leute mit Handys man sieht. Oder? Bei Defcon war das insane krass. Ja, das ist nix. Da kannst du nicht mal mehr springen dazu, weil der Beat so schnell ist, dass du in dem Takt gar nicht hoch und runter kommst. Da kannst du typisch nur die eine Faust in die Luft machen in dem Takt. Aber nicht kommentan. Ja, okay, nee. Das ist viel zu schnell. Da kannst du halt nix. Du kannst nicht mehr mit viben. Du kannst nicht mehr mit dancen. Es ist zu schnell. Das Gefühl ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Das klingt wiederum nice, weil da noch eine Melodie dabei ist.
Das fühle ich sehr. The time is now. Blink and you might miss the moment. I'm climbing out. All that I need's in reach, and if not, let it breathe. Finally free from the shackles of the past and the fear of what's coming. This is now, no more running. This is the moment it's all about. That's all there is. Only now. Boah. Aber hier wiederum, es wird von der Melodie gerettet. Bin ehrlich, der Teil gefällt mir so viel besser als der erste schnelle Teil, weil da Melodie dabei ist und die Melodie ist nice. Ja gut, hier wiederum. Ja, okay. Die leeren Kokosnüsse wieder schlagen. Also ich bin ehrlich, ne? Wenn ich ein DJ wäre, ich würde Hardstyle-Songs nehmen, ich würde immer die geilen melodischen Teile nehmen und die schönen Teile, bis zu dem Punkt, wo dann der Drop kommt und eigentlich nur noch ich eine neue Rechnung zu meinem Ohrenarzt schicken müsste. Den lasse ich dann weg und leite einfach ganz smooth ins nächste Lied über. Ich wäre riesig berühmt. Ich wäre riesig berühmt. Ich hätte nämlich die einen Leute, die das geil fänden, weil die Ohren nicht bluten. Und dann hätte ich noch einen Rage-Bait und würde damit Aufmerksamkeit bekommen aus der Hardstyle-Community, die mich dafür steinigen wollen. Das wäre halt auch eine Win-Win-Situation. The city is thriving. Sieht irgendwie aus wie so ein Jahrmarkt von oben. Our facility is pushing boundaries. Redefining the meaning of loud, brought together in perfect harmony. Das erinnert mich an das Ende von Avatar. Das endet auch mit diesen Soundtönen. Also der Serie. Decibel Outdoor. Boah, die Switches sind manchmal aber auch echt hart. Also das Ende hätte ich als anwesender Festivalgast sehr unbefriedigend gefunden. Wenn dann noch mal so sehr melodisch und stilvoll endet und dann noch mal ein paar Sounds kommen, die fast wie so ein Anfang eines Beats sind und dann aufhören. Das ist so kurz vorm Höhepunkt und dann so, ja, ciao, übrigens. Decibel Outdoor. Guck, das ist so ein Din. Es müsste ein Din. Es war tatsächlich stärker als erwartet. Ich dachte, ich würde hier sitzen und es richtig kacke finden. Ich muss sagen, ich finde das Bühnenbild fand ich wirklich gut. Für das, dass es ein deutlich kleineres Festival jetzt war als jetzt ein DEFCON 1, fand ich das wirklich super schön. Deutlich schöner als das Intense Festival, auch vom Bühnenbild her. Das Feuerwerk war ganz nice, die Lasershow war richtig cool, die Musik war eigentlich auch ganz gut. Das Einzige, was ich wirklich kritisieren könnte bei dem Decibel Festival, ist
Überleitung von Songs zu anderen Songs. Das fand ich nicht so gut abgemischt. Da fand ich irgendwie das bei den anderen Festivals stärker. Es war nicht so ganz so, okay, jetzt kommt der Track, aber irgendwie war kein smoother Übergang und die Melodien passen nicht zueinander oder gehen nicht ineinander über. Bei anderen, beim Defcon 1 hatte ich manchmal nicht mehr gewusst, okay, wofür hört das eine Lied auf, woher fängt das andere Lied an? Und hier war so irgendwie mal Cut und nächster Track. Und dann war da aber auch inhaltlich so gefühlt so ganz anders. Das fand ich nicht so gut abgemischt. Aber bis auf das war es wirklich, wirklich ein gutes Endshow-Video.